So viel größer ist die Lust von Männern im Vergleich zu den Frauen, titelte eine Tageszeitung Anfang November. Im Teaser stand dann, man hätte die Größe des Unterschieds nun erstmals quantifiziert. Ein Studienkoautor erklärte, der Unterschied sei etwas weniger als halb so groß wie der Geschlechterunterschied in der Körpergröße. Unklarer ging es wohl nicht. Die Studie zur sexuellen Lust war nicht verlinkt und ich machte mich auf, sie zu finden. Als Anhaltspunkte hatte ich die Namen der Zeitschrift und eines Autors und die Annahme, dass es sich dabei um eine Meta-Analyse handelte. Aber warum verlinken die Online-Zeitungen solche Studien nicht direkt? Ich habe die von mir abonnierte Tageszeitung mit einer Gratiszeitung verglichen. Bei 20 Minuten waren 8 von 10 Studien verlinkt, auf die ein Artikel Bezug nahm. Beim Tagesanzeiger waren es nur 3 Studien in den 10 angeschauten Artikeln. Daraufhin habe ich eine Journalistin danach gefragt, die mir erklärte, es gäbe keinen verbindlichen Standard. Die jeweilige Redaktion würde entscheiden, wie und wie genau sie ihre Quellen angibt. Nun scheint aber beim Tagesanzeiger auch ein Umdenken stattzufinden. Die letzten beiden Artikel, die ich las, verlinkten auf die Studien, teilweise nicht optimal, aber immerhin. Es wurde zum Beispiel auf das Mitarbeitendenprofil an einer Uni verwiesen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Gerade jüngere Forschende wechseln ja noch öfter den Arbeitsort. Werden die Links dann aktualisiert, frage ich mich. In einem anderen Artikel wurde auf ein Paper auf ResearchGate verlinkt. Das finde ich auch nicht optimal. Vielleicht könnte die Bibliothek der Tageszeitung hier einmal Nachhilfe geben. Wissenschaftsjournalisten schreiben nicht nur über die Fächer, die sie studiert haben. Daher erstaunt es mich auch nicht, dass die Journalistinnen am meisten Mühe mit der Interpretation von Effektgrößen und Odds-Ratios haben. Fallberichte hingegen scheinen ihnen zu liegen. Manche Journalisten geben den Forschenden die Artikel zum Gegenlesen, gerade bei Einzelstudien, um Fehler im Inhalt zu vermeiden. Das allerdings widerspricht der Unabhängigkeit der Berichterstattung. Da hilft eigentlich nur, sich besser in die Themen einzuarbeiten und eben die Studien richtig zu verlinken, falls die Leserinnen das Original bevorzugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.